Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Hans Kuttlich, der Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an unserer FAU, heute sich die Zeit nimmt, mit mir über rechtliche Aspekte der Corona-Pandemie und des Shutdowns zu sprechen. Lieber Hans, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Hallo lieber Achim, mir geht es soweit gut. Ich freue mich, dich zu sehen. Prima, ich sehe, du bist im Büro, das heißt, du bist schon im digitalen Semester angekommen und betreust deine Studierenden vom Monitor aus. Genau, also die erste Vorlesung startet morgen, aber wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen schon einiges vorproduziert sozusagen, weil es ja auch für uns alle eine Umstellung ist. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Spannender Tag. Lieber Hans, eine Frage. Kennt das BGB überhaupt Pandemien? Also ich bin zwar kein Zivilrechtler, bin mir aber sehr sicher, dass das BGB genauso wie das Strafgesetzbuch den Begriff Pandemie nicht kennt. Das liegt daran, dass wir in unseren Begrifflichkeiten etwas höhere Abstraktionsebenen haben. Also wir überlegen uns zum Beispiel, wenn es eine Vorschrift gibt gegen die Körperverletzung, ob das Anhusten eines Kranken, also durch den Kranken vielmehr eine Straftat sein könnte. Aber wir haben jetzt den Begriff und das spezielle Phänomen Corona oder Pandemie nicht in den Gesetzestexten. Es gibt eine ganz interessante Ausnahme in meinem Bereich. Man hat tatsächlich ganz kurzfristig eine einjährige Sonderregelung geschaffen, dass die Pause zwischen verschiedenen Verhandlungstagen bei Strafverhandlungen länger sein darf aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen. Und ansonsten sind aber natürlich Pandemien eine spezielle Domäne des Infektionsschutzrechts. Was genau regelt das Infektionsschutzrecht? Also wir haben ein deutsches Infektionsschutzgesetz und wir haben in den Bundesländern verschiedene Rechtsgrundlagen, die das ergänzen. Und hier wird also alles geregelt im Zusammenhang mit ansteckenden Krankheiten. Das geht also von der Frage der Zuständigkeit, was macht das Gesundheitsamt, was macht das Robert-Koch-Institut, über die Frage von Meldepflichten, von Statistiken, die geführt werden, bis hin eben auch, das ist ja etwas, was momentan sehr stark oder diskutiert wird, irgendwelche Sicherungsmaßnahmen, die angeordnet werden können, Schutzmaßnahmen, die angeordnet werden können. Bund und Länder haben ja sehr weitreichende Einschränkungen verabschiedet und unser tägliches Leben ist dadurch sehr stark eingeschränkt und die Bürgerinnen und Bürger beginnen auch, sich dagegen zu wehren. So haben einige schon geklagt, weil Abschlussprüfungen verschoben wurden, weil Läden geschlossen wurden oder weil eine Geburtstagsfeier im größeren Rahmen nicht möglich ist. Wie weit darf der Staat denn eigentlich in das Leben der Bürger eingreifen zu Zeiten von Corona? Also im Grunde muss man zwei Fragen unterscheiden. Zum einen, was ist rein technisch von diesen Gesetzen überhaupt vorgesehen? Da gibt es auch eine Diskussion, ob nicht das Infektionsschutzrecht eigentlich ursprünglich mehr Maßnahmen vor Augen hatte, die sich an die Infizierten gerichtet haben. Also zu sagen, ihr müsst zu Hause bleiben und nicht alle anderen müssen auch zu Hause bleiben. Und selbst wenn man sagt, technisch kann das gemacht werden, dann ist natürlich immer hier auch die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Staat darf sozusagen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und das ist jetzt natürlich in der Situation hier sehr schwierig, weil wir nicht genau wissen, ist das jetzt ein Spatz oder ist es doch, um in der Metapher zu bleiben, der Vogel roch? Also durch diese Ungewissheit des Gefahrenpotenzials und der Ausbreitung und so weiter ist das natürlich schwer zu beantworten. Aber ich denke, solange die Ungewissheit besteht und wir eben auch solche Bilder sehen wie in Italien aus den USA, wird man dem Staat relativ viel zubilligen müssen. Aber natürlich mit zunehmender Dauer und mit zunehmender Dauer, wo eben auch keine Katastrophen bei uns eintreten, wird man, was ja jetzt auch passiert, sich darüber überlegen müssen, Gedanken machen müssen, ob es nicht zu Lockerungsmaßnahmen kommen muss, weil es sonst irgendwann doch unverhältnismäßig werden kann. Also wir sehen ja auch hier am Schlossplatz, wenn zwei Menschen auf der Parkbank sitzen, dann werden die durchaus auch von den Polizisten angesprochen und mitunter müssen sie auch aufstehen und weiterlaufen. Und anfangs war das kein großes Problem, aber inzwischen beobachte ich schon, dass es Diskussionen gibt. Ist das Ganze ein Kavaliersdelikt oder kann man dafür auch bestraft werden?
Es ist also nicht nur ein Kavaliersdelikt. Das Infektionsschutzrecht sieht hier auch Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände und sogar Straftatbestände vor. Also das heißt, man kann ein Bußgeld bekommen, äh, etwa wenn man ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen hat, und bei Verstößen gegen das Kontaktverbot kann es sogar auch Strafung geben, wobei ich denke, dass hier schon natürlich Augenmaß irgendwo auch von den Verfolgungsbehörden angewendet werden muss und sicher auch von der Polizei angewendet wird. Also kein Polizist treibt jetzt gerne irgendwelche Leute, die ganz harmlos da zu zweit irgendwo sitzen, auseinander. Aber im Grunde genommen ist man eben lieber dann ein bisschen strenger von den Regeln her und handhabt die vielleicht ein bisschen großzügiger, als von vornherein die ganzen Regelungen schon zu lax sozusagen aufzustellen. Also du meinst, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir uns an die Vorgaben von Bund und Ländern halten und uns weitestgehend daran orientieren. Also da würde ich als Jurist natürlich sagen, wenn man sich an Regeln hält, ist man immer auf der sicheren Okay. Seite. Ja, und das gilt auch im Prinzip hier. Manche Regeln sind natürlich nicht so ganz einfach. Also diese Frage, wann liegt ein wichtiger oder ein triftiger Grund vor, die Wohnung zu verlassen, da werden bestimmte Beispiele genannt, aber diese Beispiele sind vielleicht auch nicht abschließend, aber doch im Großen und Ganzen sind wir da auf der sicheren Seite. Noch eine Frage, die vielleicht auch unsere Studierende interessieren kann. Angenommen, man hat eine Wohnung gemietet, eine Studentenbude in Erlangen ist ja nicht billig und man kann jetzt nicht nach Erlangen reisen, um hier zu studieren, sondern muss an seinem ursprünglichen Wohnort verbleiben. Müssen unsere Studis dann die Miete hier in Erlangen vor Ort bezahlen oder kann diese gestundet werden? Also damit ist jetzt ein ganz wichtiges und auch allgemeines Problem angesprochen. Wir sind zwar dem Staat gegenüber auf der sicheren Seite, wenn wir uns an seine Regeln halten, aber dieses Einhalten dieser Regeln kann gerade dazu führen, dass man vielleicht im Verhältnis zu anderen Personen, zu anderen Privatpersonen vertragsbrüchig wird oder irgendwelche Leistungen nicht erbringen oder nicht entgegennehmen kann. Und da wird man zwar generell sagen können, es gibt keine Schadensersatzansprüche, weil niemand was dafür kann, aber Leistungen, die nicht erbracht werden können, die muss man auch nicht bezahlen. In dem Fall, so wie du ihn jetzt gebildet hast, dass man aus irgendwelchen Gründen nicht von zu Hause weg kann, aber die Wohnung würde zur Verfügung stehen, wird man was sagen müssen, der Vermieter hat sie ja angeboten, und dass ich jetzt nicht die Möglichkeit habe hinzukommen, das fällt wahrscheinlich in meine Risikosphäre. Deswegen würde man hier die Miete bezahlen müssen. Anders wäre das jetzt natürlich, wenn Corona-bedingt die Wohnung nicht geräumt werden könnte und deswegen der Student nicht hinein könnte. Dann müsste er da auch keine Miete dafür bezahlen. Ganz grundsätzlich wird man aber sagen müssen, in all diesen Fällen ist es natürlich sinnvoll, dass man statt das allzu konfrontativ zu behandeln, versucht miteinander ins Gespräch zu kommen, Kompromisse vielleicht dann auch zu finden. Wir haben eine Situation, in der wahrscheinlich sehr wenige Leute völlig ungeschoren und ohne Einbußen davon kommen, und deswegen glaube ich, ist momentan auch die Kompromissbereitschaft da relativ hoch. Okay. Wir haben auch an der FAU viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich an uns wenden und fragen, ja, ich muss jetzt meinen Urlaub stornieren, weil das Semester 2 Wochen länger dauert, kann ich nicht zum geplanten Zeitpunkt in Urlaub fahren oder aufgrund der Corona-Pandemie kann ich nicht in das entsprechende Land einreisen. Wie sieht es denn mit den Stornogebühren aus? Muss man die übernehmen oder ist da der Reiseveranstalter verpflichtet, die Summe komplett zurückzuzahlen? Also ohne dass ich jetzt hier in diesem Reisevertragsrecht ein Spezialist wäre, grundsätzlich ist es so, dass man bei Pauschalreisen, wo man über einen Reiseanbieter alles, also Transfer, Hotel und so weiter gezahlt hat, eine vergleichsweise stärkere Rechtsposition hat, als wenn man sich selbst irgendetwas zusammengesucht hat, im Internet gebucht hat. Wenn die Reise nicht durchgeführt werden kann durch den Reiseveranstalter, dann muss man dafür auch nichts bezahlen. Das ist erstmal die Rechtsgrundlage. Auch die ganze Diskussion, die es momentan gibt, ob man sich da vielleicht auf irgendwelche Gutscheine einlassen muss, sozusagen, ist nach meinem Verständnis momentan die Rechtsgrundlage so, dass man eigentlich ein Anrecht hat, das Geld zurückzubekommen. Es kann aber natürlich auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ferienhaus in einem Land gemietet habe, das keine entsprechenden Verbote hätte, dass Touristen kommen, und ich komme nur nicht dorthin, weil eben die Flüge gecancelt werden, dann ist das letztlich mein Risiko. Und dann werde ich da auch von dem Vertrag nicht so ohne weiteres loskommen. Da wäre es dann auch wieder eine Frage, dass man versucht, auf die Kulanz des Vermieters in irgendeiner Art und Weise vielleicht dann ja,
hinzuwirken und Gespräche entsprechend zu suchen. Das sind ja jetzt alles sehr, sehr trickreiche juristische Fragestellungen, die man vielleicht so in der Rechtswissenschaft auch noch nicht kannte. Glaubst du, dass sich die Juristen zukünftig mehr mit dem Thema Pandemien auseinandersetzen müssen und beschäftigen müssen und vielleicht auch neue Gesetze entwickeln müssen für diese Situation? Also momentan ist dieses Thema Pandemie und Corona, wie man so schön sagt, eine Sau, die jeder durchs Dorf treibt. Es gibt also jetzt nach ganz kurzer Zeit schon die ersten Aufsätze und es gibt Videokonferenzen zu Rechtsfragen der Pandemien. Momentan interessiert das natürlich alle. Bislang war es tatsächlich ein Thema, das relativ wenig erforscht worden ist. Ich denke, das Interesse wird zwangsläufig irgendwann auch wieder etwas nachlassen, aber es werden sicherlich Arbeiten dazu erscheinen, Forschungsprojekte durchgeführt werden. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich halte es für ein wichtiges Problem, egal in welcher Rechtsmaterie wir sind, ob jetzt bei diesen Vertragsfragen, die wir ansprachen, aber etwa auch im Bereich des Strafrechts. Wie kann Strafjustiz in solchen Zeiten stattfinden? Kann es noch eine Gerichtsöffentlichkeit geben, wenn niemand mehr sein Haus eigentlich verlassen darf und so weiter? Muss der Staat dann in diesen Situationen sagen, in diesen Zeiten, wir lassen alle 5 gerade sein, wir führen keine Strafverfahren mehr durch, oder kann man die Garantien, die es eigentlich gibt, irgendwie herunterbrechen? Das sind sehr spannende Fragen und sehr grundsätzliche Fragen und ich bin sicher, dass da das ein oder andere Projekt auch zustande kommen wird, ja. Lieber Hans, ich danke dir ganz herzlich auch für diesen Ausblick in die Zukunft der Rechtswissenschaften, vielleicht auch an unserer Universität wird es das eine oder andere Forschungsprojekt dazu geben. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, für deine Zeit und die wichtigen Hinweise. Alles Gute und bleib gesund, lieber Hans. Vielen Dank, lieber Achim. Ich habe mich gefreut, dich zu sehen. Alles Gute auch für dich, für euch. Und wenn ich das jetzt mal hier so unangekündigt und unabgesprochen sagen darf, ihr macht einen richtig guten Job in der gegenwärtigen Situation. Also aus meiner Sicht macht ihr wirklich das Beste aus der Situation und wir versuchen das Beste draus zu machen. Und ich glaube, wir werden alle gemeinsam das Semester wuppen. Diesen Dank nehme ich sehr gern an. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.